Jenike, bin 35 Jahre alt und bin jetzt in meiner 5. Saison hier Torhüter der Iserlohn Roosters. Ich bin früher, wo ich kleiner war, auch aufs Eis gegangen, aber es war nie ganz so mein Sport und mein Vater hat mir dann auch relativ früh gesagt, dass ich da nicht ganz viel Talent hatte. Ich weiß noch, die ersten Trainingseinheiten, wo dann teilweise auch die Spieler und die Trainer kamen, boah, was hält der für Bälle und so, was ist das für ein Torwart? Irgendwo muss man der Typ dafür sein, dass man mit Druck umgehen kann. Ich glaube, es kann von Natur aus nicht jeder. Druck gehört immer ein Stück weit dazu und das macht es auch so ein bisschen aus. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Hast du jetzt zum Beispiel einen Tiefschutz an? Nee. Da ist doch ganz oft, sehe ich das bei euch, dass ihr jetzt so, ich sag mal so aus der Vollgas Taktik, rein, ja. dass du halt so die Grätsche machst. Ne? Ja. Und dann hat der ja auch den Gedanken, oh Mensch, den versuche ich jetzt zu tunneln. Ja. Das geht doch oft nicht so aus, oder? Ja, ja. Das ist schon unfassbar vor. Das ist Kacke, ja. Ich bin Andi Jenike, bin 35 Jahre alt, komme aus Hamburg eigentlich und bin jetzt in meiner 5. Saison hier Torhüter der Iserlohn Roosters. Ich habe mit dem Eishockey angefangen, weil mein Bruder angefangen hat und dann wollte ich das natürlich auch machen. Aber der erste Weg geht dann, glaube ich, bei allen erstmal ins Feld und irgendwann hat dann mal einer die Torhüterausrüstung mitgebracht und jeder durfte sich mal reinstellen und ein Dummer ist dann dran hängen geblieben und das war ich. He's a little older. He's been around for a few years, so he's got that veteran experience for sure. He's a hard-working guy. He's one of those guys that just doesn't give up, and you really like that in not only all your players, but especially goalies, where they don't give up on any pucks, and it's very important. It's that competition, that compete level. War der Sport, wo ich ein Stück weit aufgewachsen bin. Mein Vater war Eishockey-Profi in der Schweiz, kein Torwart, Flügelspieler, aber ja, so ein bisschen das erste, wo ich ein bisschen in Kontakt gekommen bin. Ja. Was stinkt eigentlich mehr? Fußball oder Eishockey? Eishockey, Eishockey, ja, ganz klar Eishockey, da muss man schon sagen. Jetzt war ich noch nicht in vielen Fußballkabinen, aber ich kann es mir vorstellen, dass da nicht viel Stinkpotenzial da ist. Nee, bei uns ist auch so, wir haben einen eigenen Raum für die Schuhe, ne? Deswegen ist es noch ein bisschen... aber ich muss sagen, es geht hier, also es ist jetzt noch okay, ne? Ja, ich habe es auch schon schlimmer erlebt, muss ich sagen. extra die Fenster zugelassen. Ja. Nee, ja, muss man ehrlich sein, du kannst es halt schwer waschen, ne? Also, naja gut, und dann wird es halt alles probiert, aber am Ende sind es halt ein Haufen Oger, ne? Die halt das Ding voll stinken. Ich habe tatsächlich ein bisschen Fußball mal, also in der Kreisliga gespielt. Habe auch 2 Tore geschossen, aber als Stürmer. Offensiver Mittelfeldspieler. 1 war ein Elfmeter, muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch nur 60 Minuten gespielt, also das ist eine tolle Quote. Und ich habe danach auch mal gegoogelt, haben nicht viele in Europa so eine Quote gehabt. Also ich bin früher, wo ich kleiner war, auch aufs Eis gegangen, aber es war nie ganz so mein Sport und mein Vater hat mir dann auch relativ früh gesagt, dass ich da nicht ganz viel Talent hatte und dann habe ich eigentlich relativ von mir aus dann das Fußball gefunden und extrem Spaß am Fußball gehabt und für mich war schon sehr früh dann klar, dass ich den Fußballweg einschlage. Okay, gut. Wechsel nochmal. Schon von Anfang an war ich im Tor. Also meine erste Position ist Torhüter und da bin ich gleich drin geblieben dann. Es hat sich einfach so ergeben und ich habe von Anfang an einfach Bock gehabt, mich ins Tor reinzustellen, mich in die Bälle zu werfen und ja, ist zum Glück bis heute da geblieben.
Fußball ist dann, muss man ganz klar sein, in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, natürlich das Maß aller Dinge. Und natürlich Wahnsinn zu sehen, was da auch gerade in der Bundesliga passiert. Ich glaube, wir haben eine der stärksten Ligen der Welt da, direkt vor der Haustür. Und das ist toll, gerade auch mit den Fans, gerade auch das Dortmunder Stadion. Wir wollten immer mal hin, das haben wir es leider bis jetzt noch nicht geschafft, aber ja, es ist ja eine Wahnsinnsstimmung. Und natürlich denkt man da auch mal, ja Mensch, das muss toll sein und ist unglaublich, aber ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es hat auch viele Schattenseiten, denn wir haben schon den Status, dass du vielleicht mal in der Stadt erkannt wirst und angesprochen wirst, aber ich kann ganz normal mich in einen Café setzen und das ist was, glaube ich, was ich nie missen wollte. Und gerade auch mit der Familie, mit den Kindern, ich glaube, es ist auch schwer, wenn du 24/7 die ganze Zeit im Fokus bist. So ehrlich muss man sein, das kommt dann damit dazu. Und von dem her bin ich manchmal ganz zufrieden damit, dass es alles nur mal kleiner passiert. Aber ich glaube, jeder, der was mit Leidenschaft macht, der findet es auch toll, wenn das honoriert wird. Heute Morgen Training gehabt? Schon? Heute Morgen Training. Wie trainiert ihr, wenn ihr gleich 2-3 Mal hintereinander spielt? Also ja, manchmal haben wir tatsächlich auch komplett frei, weil wir oft dann, wenn wir abends spielen, dann vorher noch aufs Eis gehen. Ja. Ja, ansonsten ganz easy, mehr taktisch auf den Gegner einstellen. Ja. Wir haben dann meist, wenn wir einmal die Woche spielen, haben wir Montag frei und dann Dienstag so einen Arbeitstag, Mittwoch und dann wird es Donnerstag schon lockerer und dann spielen wir meist Freitag. Das meiste macht ihr schon im Sommertraining dann? Ja, also alles eigentlich Körperliche. Okay. Da ist eigentlich nur noch fit halten nachher. Nur aufrechterhalten, nicht verletzen. Und ja, sehen dich bei uns auch. Ist bei uns im Prinzip, du hast dann, wenn du teilweise 3-mal die Woche spielst, keine Chance mehr, irgendwas aufzubauen. Ja, dass du nur noch schaust, dass dir nicht wehtust. Und das ist ein bisschen bei uns, wo ich bei uns manchmal echt schade finde. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir haben so viele Wettbewerbe, dass wir gar nie wirklich mal eine Zeit haben, wo du dann wirklich groß aufbauen kannst. Ne? Du bist dann ständig irgendwie so ein bisschen ich meine was war das jetzt, September bis Dezember jetzt, war halt alle 3 Tage Spiel. Ne? Und das heißt, du hast halt keinen Rhythmus, ne? Weil wenn du nie was gemacht hast, dann machst du so ein bisschen was. Danach ist wieder Champions League. Und je nachdem, wie weit du da kommst, hast du dann auch immer wieder englische Wochen halt. Und im Sommer hast du, wenn dann die Saison vorbei ist, hast du normalerweise immer so eine Woche frei und dann kommst du in die Nationalmannschaft. Ne? Dann hast du Nationalmannschaft und dann hast du nachher normalerweise so 2-3 Wochen Urlaub und dann fängt es halt wieder an. Ne? Das ist dann auch blöd, dann hast du gar nicht mal so die Zeit. Du hast nie diese Zeit, wo du wirklich mal sagen kannst, hey, du willst ein bisschen irgendwie deinen Körper ein bisschen aufbauen und da diese Zeit mal nehmen. Das hast du fast gar nicht. Das ist echt das ist schade. Das vermisse ich ein bisschen beim Fußball. Ne? Ich bin der Matthias Kleinsteiber, genannt Matze von allen. Ich bin jetzt seit 7 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, Torwarttrainer von der ersten Mannschaft beim BVB und ja, macht riesig Spaß. Aber es ist auch eine große Verantwortung. Es gibt natürlich spezielle Schwerpunkte im Training. Wobei ich versuche, also klar, es gibt immer mal Phasen, wo du wirklich an Details arbeitest, vielleicht an einem Schwerpunkt, zum Beispiel Raumverteidigung oder Offensivspiel mit dem Fuß oder 1-gegen-1-Situation. Ich glaube, je höher man kommt, je mehr ist wichtig, dass du einfach die Entscheidungsfindung einfach abläuft, ne? Dass es einfach intuitiv ist. Dass du da jetzt nicht mehr bei dem Ball nachdenken musst, oh, muss ich jetzt hier mit dem Fuß abwehren, ins 1-gegen-1 gehen, muss ich hechten, muss ich abtauchen, sondern dass diese Abläufe einfach intuitiv direkt halt das Richtige machst. Wie gerade jetzt haben wir gegen Köln gespielt, gerade bestes Beispiel ist eine der Mannschaften, die am meisten flankt zum Beispiel. Dann ist natürlich auch im Training bei uns dann schon ein Schwerpunkt, auch Raumverteidigung, Flanken, Hereingaben, Querpässe. Das ist dann schon ein Thema. Wenn du den Ball hältst, dann hast du normalerweise einiges richtig gemacht, ne? Aber natürlich gibt's so viele Sachen, wo man da darüber nachdenken oder analysieren kann, ne? Von der Position, von dem Druck, die Höhe, die Tiefe, die Art, wie du zum Ball gegangen bist, ob du vielleicht mit deinem Gewicht ein bisschen, das reicht manchmal nur schon, wenn du, keine Ahnung, 60% auf dem einen Bein stehst und 40 auf dem anderen, dass da so eine kleine Disbalance ist und dann kommst du nicht mehr auf die Seite, wo du 40% nur drauf stehst. Ne? Das sind dann so Nuancen, die halt immer passieren und da kannst du immer darüber diskutieren. Du wirst wahrscheinlich nie 100% richtig hinkriegen, aber ja, ist so ein bisschen das Spiel damit, ne? Und das musst du einfach machen, ne? Da analysierst du immer alles.
irgendwo bist du schon, ich habe es eben gesagt, so eine Sportart für sich. Eigentlich eine Sportart in der Sportart. Natürlich bist du Teil vom Team und du bist integriert und bist mit den Jungs unterwegs, gerade auch beim Reisen und so weiter. Und das kommt natürlich nicht zu kurz. Aber es ist auch ein Stück Wahrheit dabei. Du interagierst im Prinzip auf deiner Position immer für dich und hast da auch ganz, ganz viele Phasen, wo du gar nicht viel mit den anderen zu tun hast. Und auch das Spiel komplett anders auslegst. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Spiel im Nachhinein im Bus nochmal Revue passieren lassen, dann sieht mein Bild davon einfach um 180 Grad anders aus als das jetzt von dem Stürmer zum Beispiel. Goalies are always special. They're cut from a different cloth. They're always, and not all of them, but most of them have all been a little strange. But when you get 300 or 400 pucks shot at your head every day, you'd be a little strange too. Ich glaube, da liegen wir schon irgendwie bei so 150 km/h, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja, es tut schon oft mal weh. Aber ja, Angst ist, ich glaube, wenn Angst mitspielt, dann funktioniert das nicht. Und ich muss auch sagen, gerade wenn es dann, ich glaube, so ehrlich muss man sein, wenn es in den professionellen Bereich geht, am Ende geht es um Jobs und nicht nur um den eigenen und auch um Jobs für anderes. In der Region hängt viel dran, im ganzen Verein. Ich glaube, da überwiegt immer die Freude, dass man einen gehalten hat. Ich kann mich nicht erinnern, egal ob ich mich danach verletzt habe oder nicht, dass ich mich nicht gefreut habe, dass ich einen gehalten habe. Ich glaube, ich habe mir jeden Finger außer tatsächlich die beiden Daumen, habe ich mir schon jeden Finger gebrochen. Das sind so Dinge, die da immer mal wieder passieren. Ich glaube, es gibt wenige Jahre, an denen das nicht passiert, dass man irgendeinen Finger mal angeknackst hat oder gerade so um die Schlüsselbeine rum. Aber wenn wir wirklich über ernsthafte Verletzungen sprechen, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht von einem Schuss raus, sondern eher aus der Bewegung oder aus einem Zusammenprall. Wie ist es von der Sicht mit dem Helm? Ja, also ich würde dir empfehlen, ihn nicht aufzusetzen. Du kannst ihn natürlich gerne aussetzen. Der ist jetzt aber auch trocken, habe ich lange nicht mehr trocken. Also perfekt, dann machen wir das doch. Also du musst es wissen. Das ist anders wie bei mir, ja. Oh, du hast hier so einen Kindschutz, ne? Ja, ja. Die Sicht, es geht. Aber schon natürlich, also bist halt schon... Wäre natürlich schon besser ohne, aber du gewöhnst dich dran. Ja, klar, auf jeden Fall. Alter, krass, ne? Das Ding hier, stört dich das nicht, dass es rumbaumelt hier die ganze Zeit? Ja, du gewöhnst dich dran. Du gewöhnst dich dran? Auch da besser Wäsche ohne. Aber wenn du so den Kopf bewegst, ne, das würde mich übel nerven. Also es klappert halt. Ja, genau, es klappert halt die ganze Zeit, ne? Auch fürs Gehör halt, ne? Ich habe tatsächlich einen, gerade habe ich einen gehalten, einen tollen. Hau einfach irgendwo hin. Danke dir. Gerade habe ich einen tollen gehalten, ich weiß gar nicht, was man sieht. Ist rangekommen oder was? Ja, muss man. Scheiße. Das ist richtig blauer Fleck Das hätte ich auch gar keinen Bock drauf, ey. Aber Da bin ich schon froh, dass meiner mit Luft gefüllt ist, ne? Aber jetzt mal eine blöde Frage. Hast du jetzt zum Beispiel einen Tiefschutz an? Oder Nee, was? das ist Kacke, ja. Aber jetzt Das mal eine gibt's blöde immer wieder. Frage, ne? Wenn Letzte Woche war das. Wenn du jetzt so einen Alleingang auf dich hast, Ja. dann ist doch ganz oft, sehe ich das bei euch, dass ihr jetzt so, ich sag mal so Vollgas aus der Taktik, rein, ja. dass du halt so die Grätsche machst. Ne? Ja. Und dann hat der ja auch den Gedanken, oh Mensch, den versuche ich jetzt zu tunneln. Ja. Das geht doch oft nicht so aus, oder? Ja. Das Da hast du stell schon ich mir recht. unfassbar vor. Das ist Kacke, ja. Ich habe letzte Woche einen ganz brutalen gehabt im Training. Im Training ist halt immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Training, gerade wenn es extrem, also bei mir das Schlimmste, im Sommer geht es eigentlich relativ. Kalt ist, oder? Aber wenn es kalt ist, dann tut es schon richtig weh. Ne? Dann merkst du, das ist alles halt verzehnfacht dann. Und ich habe letzte Woche einen gehabt, schön von 4-5 Metern, ne? Bamba, wieder ohne zu zielen, einfach nur voll drauf gehauen und genau Vollgas getroffen. Ne? Oh Mann. Also wirklich, Bullseye. Boah, das kann ich mir auch. Also das muss ich sagen, das ist was ich so gar nicht nachvollziehen kann, wenn du eine Indoor-Sportart hast. Jetzt ist mit dem Eis natürlich nochmal, aber im Prinzip sind wir eine Indoor-Sportart. Und wenn du dann so auch die Elemente hast, so nass und kalt und dir schießt jetzt einer da ins Gesicht mit dir, da hätte ich aber, boah. Ja, das merkst du schon. Also sonst muss ich sagen, geht es eigentlich relativ. Klar tut es mal weh, wenn du vielleicht doof im Bauch oder so erwischt, aber eigentlich gerade Beine, Arme, geht alles. Im Winter tut es weh. Also im Winter merkst du es echt, gerade wenn es nass ist und so. Ja, Greg ist erstmal vorneweg ein sehr, sehr guter Torwart. Ne? Sonst wird er, glaube ich, nicht beim BVB spielen. Er ist sehr ehrgeizig, sehr fleißig, sehr reflektiert. Also versucht immer, jeden Baustein auch umzudrehen und sagen, wo kann ich mich noch verbessern, was können wir machen, sollen wir noch mal ein paar neue Dinge, ein paar Elemente mit reinnehmen ins Training. Also ist er sehr, sehr fleißig und will immer anschieben.
wo ich manchmal sage schon, okay, es ist schon fast zu viel, wo du auch mal zur Ruhe kommen musst und dir auch eine Auszeit nehmen musst, wo du mal ein bisschen durchpusten musst, mal entspannen, auch mal runterkommen, weil es ist schon sehr, sehr viel Druck hier bei uns auf dem Kessel oder generell im Profibereich und da ist so eine Balance ja auch wichtig. Am Ende macht es natürlich auch Spaß, ne? Im Stadion wie jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause zu spielen, vor 80.000 Zuschauer. Das ist, ich glaube, das kann man mit wenigen anderen Sachen im Leben so vergleichen. Ich glaube, was halt wichtig ist, um auch hier wirklich lange und erfolgreich zu sein, ist einfach, dass du mit dem Druck auch umgehen kannst, eine mentale Stärke hast, eine Ausstrahlung, eine Persönlichkeit bist. Druck gehört immer ein Stück weit dazu und das macht es auch so ein bisschen aus. Diese Energie kann man natürlich auch in positive Energie auch umwandeln, ein Stück weit. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen ein Prozess auch, wo je mehr Spiele du machst, je mehr Erfahrung du in dem Thema auch sammelst, je besser kannst du auch damit umgehen und vielleicht findest du neue Wege. Aber mir persönlich macht es einfach extrem viel Spaß, in solchen Spielen auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, das Mentale reizt mich. Dieser Umgang mit Drucksituationen, dass man im Prinzip eben nicht so über die Emotionen lebt wie ein Stürmer, der immer was Positives kreiert, versucht Dinge zu kreieren, zu erschaffen irgendwie. Man ist ja eigentlich immer am Verhindern und versucht immer den Status quo zu halten. Das ist natürlich für einen Torhüter eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich mir denke, okay, ich muss jetzt über 60 Minuten oder bei euch im Fußball über 90 oder mehr den Fokus hochhalten und habe eine ganz andere Aufgabe, als wenn jemand sagt, ja, jetzt gucken wir mal locker, wie wir reinkommen und vielleicht mal ja am Ende eine Hütte, ist doch super und wenn nicht, dann eben nicht. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß noch, die ersten Trainingseinheiten, wo dann teilweise auch die Spieler und die Trainer kamen, boah, was hält der für Bälle und so, was ist das für ein Torwart? Also das war schon relativ schnell klar. Trotzdem muss man das auch erstmal am Wochenende auf den Platz bringen. Das ist halt die Kunst. Es gibt, glaube ich, viele gute Torhüter oder viele gute Spieler auch. Aber am Wochenende, wo bei uns 80.000 sind und das alle 3 Tage wieder zu holen, da eine Topleistung abzuliefern, das muss ich sagen, das hat er sehr, sehr gut gemacht in den 2,5 Jahren. Wo ich noch jünger war, in meinen Anfangszeiten, da hatte ich mehr das Gefühl, ich muss mich jetzt unbedingt pushen, ne, dass ich unbedingt jetzt versuche, mich so ein bisschen künstlich in einen Tunnel oder was auch immer zu bringen. Und jetzt, je mehr Spiele ich gemacht habe und je mehr Erfahrung ich auch dazu gewinne, je einfacher fällt es mir, auch ein Stück weit relativ entspannt in die Spiele zu gehen. Das ist eine absolute Qualität für die Top-Spieler halt auszeichnet. Gerade in Top-Vereinen permanent Konstanz zu performen. Und das ist auch das ist eine absolute Stärke von ihm. Ich glaube, irgendwo muss man der Typ dafür sein, dass man mit Druck umgehen kann. Ich glaube, es kann von Natur aus nicht jeder. Aber man kann da auch ganz, ganz viel trainieren. Ich glaube, das Gehirn kann man vergleichen wie einen Muskel, dass man den trainieren kann, dem Dinge beibringen kann. Und ich glaube, das ist mittlerweile im Sport ein Punkt, der ist, nimmt fast 80-90% ein. Also ich kenne Spieler, die wirklich, das hört sich jetzt blöd an, aber gar nicht so gut sind. Gerade auch Torhüter, die vielleicht gar nicht so gut sind, aber halt einfach mental brutal stark sind und in Drucksituationen die Saves machen. Und das ist, was du am Ende brauchst. Und da kannst du technisch der Trainingsweltmeister sein ohne Ende. Wenn halt die Hände zittern im Spiel, dann hilft dir nichts. Ich weiß, er arbeitet auch daran. Er hat einen Mentaltrainer, er hat einen, der ihn da unterstützt, auch schon jahrelang, also schon bevor er auch zu uns gekommen ist. Die arbeiten sehr eng zusammen, es ist ein absolutes Vertrauensverhältnis. Ja, und ich versuche ihn halt auch immer wieder zu bestärken, ihm Selbstvertrauen zu geben, auch wenn mal eine Aktion nicht ist oder wenn mal ein Fehler passiert, wie in München zum Beispiel. Da sind halt auch so Dinge, wo du dann als Torwart dann auch mal vielleicht eine Zeit lang zu knappern hast, aber da versuchen wir halt, er hat die Stärke auch von sich aus, aber ihm auch einfach zu sagen, okay, das passiert, abhaken und Selbstvertrauen und so weiter und so weiter. Wenn mal was nicht funktioniert oder wenn ein Gegentor fällt, wie gehe ich damit um? Du kannst eigentlich in jeder Aktion kannst du eigentlich etwas finden, wo man besser machen könnte. Das ist immer so, das ist einfach so, das wird auch immer so bleiben. Auch wenn du noch so gut bist, es wird immer Kleinigkeiten geben, wo man besser machen könnte. Und wenn du dann anfängst, dir zu viel Gedanken darüber zu machen und schon im Spiel dich selber anfängst zu hinterfragen oder sonst was, das wird nichts. Also im Spiel ist eigentlich nur, da versuchst du so wenig wie es geht eigentlich über irgendwas nachzudenken, im Spiel zu sein
die Bälle zu nehmen und die Aktionen und einfach versuchen, so ein bisschen im Flow zu sein. Ich glaube, was bei uns halt komisch ist oder anders ist, ist, dass du halt so ganz in einem anderen Element bist. Wenn ich mir überlege, im Fußball, im Prinzip benutzt du ja, blöd gesagt, die normale Körperrange. Das ist, du bist auf deinen Füßen unterwegs und bewegst dich im Raum, wie du das jetzt normal auch machen würdest. Und bei uns ist dann wirklich das, gehst halt dann auf einmal auf den Schlittschuh und hast halt einen komplett anderen Bewegungsablauf. Ne? Eigentlich von deinem normalen Sport her. Du machst auch das Eis kaputt, oder? Vorne? Oder beim Tor? Es kommt drauf an. Ich will natürlich so schnell wie möglich rutschen. Okay. Aber du willst am Anfang, wenn das Eis ganz frisch ist, halt nicht zu weit rutschen. Ja. Das ist immer so ein bisschen die Abwägung. Ich bin einer, ich mag es eher, wenn du weit rutscht. Okay. Es gibt viele, die es so ein bisschen anrauen. Gerade am Anfang vom Drittel oder vom Spiel, dass du sagst, okay, ich will jetzt nicht komplett rüberrutschen, weil wenn die Eismaschine gerade drüber ist, dann ist halt oft, dass so ein ganz leichter Wasserfilm noch ist und dann rutscht du halt wie Sau. Ja. Und dann kann es dir halt passieren, dass du, auch wenn du zum Beispiel nur bei einem Schuss runtergehst, dass du schon so leicht dein Momentum verlierst, nicht leicht eindrehst, weil du natürlich auch null Grip hast, wenn du dann runtergehst. Und du bist jetzt mit der Innenseite auf dem Boden, dann hast du natürlich auch keine Kufe oder keine Kontaktfläche, die irgendwo rutscht du einfach dich schön, auffällt. Ne? Und dass du da einfach so ein bisschen Grip hast. Ne? Und das wird dann... muss wahrscheinlich auch ein bisschen eintragen, erst das Material, ne? Das bisschen, es ist immer weicher wird, immer Geschmackssache. Der eine mag es härter, aber das ist ja auch bei euch ja wahrscheinlich auch dann alles angefertigt, wie du es halt haben willst. Ob du es härter haben willst, weicher. Ja. Und im Prinzip, mittlerweile sind die dann schon so, dass du sagst, okay, wenn du die zweimal angehabt hast, spielst du dann damit. Cool. Bock hätte ich auch, also jein. Ich habe Bock ich glaube vom so dieses Reaktionsthema fände ich richtig cool, wenn da so ein paar Bälle fliegen. Pox. So, schau mal an. Jetzt hast du mich gerade. Ja, schau mal, dann zeig mal her. Ja, ist ja brutal. Ja, ist ja Wahnsinn, brauchen wir gar nicht weitermachen. Greg hat natürlich so eine kleine Eishockey-Vergangenheit, glaube ich, Geschichte dann auch. Ich glaube, dass er auf den Kufen sich auch gut bewegen würde. Von daher wäre das bestimmt mal spannend zu sehen. Ich kann es mir schwer vorstellen, also weil ich halt nicht so in den Themen drin bin, aber ich glaube, mit einem gewissen Training wird er schon eine ordentliche Qualität haben, das glaube ich schon. Das Pock-Thema, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Bock ich da hätte, mich da abschießen zu lassen von den Dingern. Ne? Ich muss zugeben, ich wüsste nicht, wie ich es im Fußballtor machen würde. Es ist eine komplett andere Welt, andere Winkel. Ja, aber vom 1 gegen 1 her ist schon cool, ne? Dieses bisschen, das ist ähnlich eigentlich sogar. Das ist, glaube ich, das, was man am meisten bei uns vergleichen kann. So 1 gegen 1, ne? Da ist auch so ein bisschen viel Fuß, Hand, ne? Ja, da du hechtest nicht wirklich, das ist auch mehr Reaktion dann. Also bei uns ist ja alles im Prinzip, ich habe es eben im Interview gesagt, du hast ja im Prinzip alles so mit einem Schritt. Ja. Das finde ich bei euch zum Beispiel krass, wenn du sagst, du machst 1, 2 Schritte und dann springst du erst. Was ich mir so gar nicht vorstellen kann. Ja. Ich sage, okay, alle Bewegungen, die ich habe, sind in der Range von wirklich hier. Ja. Und wenn ich den dann nicht habe, dann geht er eh vorbei. Ja. Also das ist dann eher, dass du reaktiv in dem Bereich geschlagen Schulter ist wahrscheinlich auch. Ist dass du ganz oft sagst, du kommst mit der Hand gar nicht hin. Fanghand, aber du so arbeitest. Ist hier, ne, rechte Schulter ist das Bissding, ne? Ja, eigentlich beide viel, dass du sagst, umso näher es rankommt, dass du sagst, du hast die Hände unten, dass du hier mit den Schultern arbeitest. Wir haben natürlich auch ganz andere Winkel. Ne? Wenn du schaust, du bist ja einen halben Meter größer als ich. Deswegen brauche ich das ja gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel runtergehe, ab einer gewissen Tiefe habe ich ja eigentlich schon die Höhe von der Latte. Ja. Und dann sagst, aber wirklich Druck kannst du ja auch nicht machen, weil sonst wirst du laufen einfach. Das geht so schnell im Eishockey. Ja, es ist so, im Fußball ist das auch mit, glaube ich, das Schwierigste, was dann vielleicht, glaube ich, auch die Torhüter am meisten separiert dann auf einem guten Niveau ist. Dass du auch die Spielsituation erkennst, wann du in einer so guten Position, weil ich sag mal, wenn du einen gewissen Winkel hast und gewisse Distanzen, gibt es auch so wie bei dir jetzt eigentlich, wo du sagst, hey, der kann mir von hier eigentlich fast gar kein Tor schießen. Ne? Und dann das halt zu erkennen, wann du ein bisschen gehen kannst, wann du eher halt nicht, diese Entscheidungsfindung ist dann eigentlich fast das Schwierigste, also das ist wirklich das Schwierigste, das halt immer in den kurzen Augenblicken das alles so zu erkennen halt. Ne? Genau. Da hast du ja auch noch richtig lange Wege, dass du sagst, okay, da hast du mal teilweise 3-4 Meter, die du dann in der Position sein musst. Ja, das kann natürlich sein, ja. Und kann auch viel ausmachen, ne? Halben Meter weiter vorne, halben Meter weiter hinten kann manchmal auch ausmachen, ne? Ob du ihn dann hältst oder nicht. Ich habe jetzt immer Stück für Stück jedes Jahr so gemerkt, dass er auch mehr Verantwortung übernehmen will, auch in der Mannschaft, so ein paar Teamgeschichten auch antreiben möchte. Ja, dass wir
als Team auch erfolgreich sind, dass wir fleißig sein müssen, dass wir im Training eine Energie haben. Da schiebt er schon an, da achtet er, weil er da auch immer sehr, er ist der Vorbild, er geht da voran, er ist immer sehr fleißig. Und das merke ich schon, dass er da eine absolute Führungsrolle reinwächst und er sich auch persönlich da auch hin entwickelt. Wenn du halt einen guten Torwart hast, macht das halt sehr viel mit deiner Mannschaft. Und das gibt dir halt auch Energie, es gibt den Spielern auch eine gewisse Stabilität, Selbstvertrauen. Da hinten ist noch einer, der mit den Laden da zusammenhält und da können wir auch mal einen Fehler machen und das überträgt sich schon auf die Spieler. Eine geile Aktion von meinem Innenverteidiger, wenn der einen abgrätscht oder einen Ball gut blockt, dass ich da hingehe und den versuche zu pushen. Das ist mir sehr wichtig und das habe ich auch schon immer gemacht und das ist auch das, was mir am meisten Bock macht, wenn ich da ein bisschen meine Vorderleute mitnehmen kann und da einfach eine gute Stimmung reinkriege. Hier, bitteschön. Ja Mensch, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Freue mich riesig. Sehr gerne. Schau mal, ich habe dir auch extra was besorgt. Cool. Na gut. So machen. Dann schreibe ich dir das auch hin, oder? Das sieht top aus, oder? Hä? Das ist schon stark. Mega.